Ich war noch niemals in New York. Guten Morgen, Leute. Morgen. So, Schnatterfeld, was gibt's denn nun in New York? Oh, Hochhäuser, gelbe Taxis und Feuerwehren. Und was ist mit Christmas? Christmas gibt's da auch. Ich war noch niemals in New York. Aber jetzt. Und zack, sind wir in New York. Ja, in New Jersey am Flughafen. Ja, und den haben wir hier schon kennengelernt. Man hat uns hier von A nach B geschickt und von B nach C, um ein Exchange zu finden. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass Sie hier Gebühren nehmen. Die wollt ihr einfach nicht bezahlen. Der Preisunterschied beträgt 20% zum tagesaktuellen Kurs. Also müssen wir mal sehen, ob und wie wir hier jetzt Bargeld kriegen. Und fahren jetzt wahrscheinlich erstmal zum Hotel. So, hier geht es rein. Da ist die Rezeption und die Lobby. Da hinten hast du einen Computer, den du nutzen kannst. In der Lobby gibt es Getränke und kleine Snacks zu kaufen. Von der Lobby aus geht es in eine Art Vorraum zum Frühstücksraum. Hier bekommt ihr Kaffee, heißes Wasser für Tee, Säfte, könnt Fernsehen schauen und ihr habt hier Wasser. Getränke gibt es üblicherweise den ganzen Tag 24 Stunden. Hier gibt es warme Sachen wie Hamburger Patties, Rührei und gekochte Eier. Dann habt ihr Toast und Cornflakes und ihr habt Bagels, Joghurt und Marmelade. Auf der anderen Seite habt ihr dann eine Waffelstation, bekommt Muffins und Müsli. Und das ganze Hotel ist 100% rauchfrei. Dann habt ihr einen langen Flur, da habt ihr so Konferenzräume. Und ihr habt einen Indoor-Pool. Im Hotel habt ihr dann einen Geldautomaten, könnt also hier Geld holen. Und hier geht es zu den Fahrstühlen, nach oben, zu den Zimmern. Im zweiten Stock habt ihr dann Waschmaschinen. Also wenn ihr eine Wäsche machen wollt, könnt ihr die hier auch machen. Im 6. Stock habt ihr dann einen Eisautomaten für Eiswürfel. Und so sieht der Flur aus zu den Zimmern. So Leute, wir sind angekommen im La Quinta Hotel. Und das zeigen wir euch jetzt mal, beziehungsweise unser Zimmer. Wir haben uns mal wieder für ein kleines Apartment entschieden. Das heißt 2 Zimmer mit Badezimmer. Zimmer Nummer 1. Eine Couch. Einen Schreibtisch, damit wir auch ein bisschen arbeiten können. Und einen großen Fernseher.
Und natürlich haben wir im ersten Zimmer auch eine kleine Küchenausstattung. Einen kleinen Kühlschrank, eine Mikrowelle, eine kleine Kaffeemaschine und ein paar Gläser und Becher. So, Zimmer Nummer 2, das Schlafzimmer. Noch ein Fernseher, 2 Queen-Size-Betten, ein Schrank, verspiegelt, und beide Zimmer haben so einen riesen Kasten. Das ist Heizung und Klimaanlage in einem. Das Witzige in den Zimmern hier ist, dass die Lampen alle Steckdosen haben und auch dieser Reisewecker. Und dann darf das Badezimmer nicht fehlen. Ein Eckwaschtisch mit großem Spiegel, jede Menge Handtücher und eine Kombi aus Dusche und Badewanne, wobei die Badewanne relativ klein ist. So, das Ganze ist hier nicht das Neueste, macht aber einen soliden, ordentlichen Eindruck.